Hallo Leute, es tut mir leid, die letzte Folge war ohne Verabschiedung und wieder sehr lange. Aber ich mag dieses Spiel einfach. Wenn die Leute es nicht schauen mögen, dann mögen sie es halt nicht schauen. So, wir waren hier. Stadt, sie. Leben das durch. Ich scheiß drauf. Ist eh kaputt und zerrissen. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Unbekannt. Servus. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon. What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Glaub ich nicht. Persönliche Fragen. Wer sind Sie wirklich? Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Aha. Leben in London. Sie sind ein Vampir. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Haben Sie von diesem Syndrom I gehört? see. Have you ever heard of Cotard's syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Aha. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Time has lost its effect on me. Mistress of the Dark. Aha. Ach, Sie sind doch der Typ. Von gerade Good eben. evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, Sora, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Persönliche Fragen. Was machen Sie beruflich? Schon Freunde gefunden? What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Sind Sie ein Priester? Das Kreuz gegen William. Hä, warum sollte? Ah, Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Da liegst du falsch. Das hab ich am eigenen Leib gespürt. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Ah, okay. Er ist einfach nur ein Mann, der an Religion glaubt, aber es nicht jedem aufdrückt und einfach versucht, Leuten zu helfen. Ein Wohltätigkeitsarbeiter, würde ich mal sagen. Wie fühlen Sie sich? How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here.
Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Oh, schon Frühling. Have you made friends since you arrived? Not really. But I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Ja, ich dachte, sie wäre schon tot. Na gut. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Stell dir vor, der Doktor würde so durchs Krankenhaus rennen. Ich meine, ich hätte schon ein bisschen Schiss, wenn schon der Doktor so durchs Krankenhaus rennt. Oh fuck, oh scheiße, oh fuck, oh scheiße. Dann sind deine Gedanken meistens eigentlich, oh fuck. Bin ich etwa der Nächste? So, warte, sie hat gesagt irgendwie, was links, rechts unser Raum ist mit unserem Namen. Dr. Reed, yep. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Das wäre auch ein bisschen zu auffällig, würde ich mal meinen. Ah, genau, das sollen wir analysieren. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Ganz ehrlich, wenn mein Doktor so aussehen würde, ich hätte Schiss. Ich weiß nicht, wie die Leute ihm überhaupt noch so vertrauen können. Ah, scheiße. Ach, egal. So, wir haben wieder ein bisschen EP. Da, von dem Scheiß braucht man nichts. So, können wir das irgendwie aufwerten? Nope. Erst auf einer anderen Stufe. Aha, okay. Ich würde schon sagen, wir sollten Gesundheit einfach erhöhen. Dann kann ich nochmal. Das würde theoretisch noch mal gehen. Aber die Frage ist, will ich das? Oder will ich lieber noch mehr coole Kräfte? Ich würde sagen, ich will noch mehr coole Kräfte. Oh, 1000, ja, leck mich. Fett am Arsch. 1000. In dem Fall spare ich. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Ja, was ist denn damit? Das ist doch nichts falsch. Servus. Haben Sie ein Problem? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Hier sind keine, ich habe hier nichts. Sie haben hier nichts zu suchen. Überhaupt keine Antiseptika. Ja, eigentlich ist es ein What Krankenhaus. type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now.
I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Okay. Wir suchen jetzt nach Drogen. Ja, ihr wisst ja halt, Heilmittel, so Zeugs, das man benutzen kann, damit wir Medizin herstellen können. Hallo. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Aha. Er transportiert nicht nur Leute. Er verkauft. Er ist auch der Waffenhändler im Krankenhaus. Warum nicht? So. Persönliche Fragen. Kann ich was? Nö. Was ist im Beruf hier? Are you Waffenschmuggel? really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Okay. Goodbye, Milton. Ich meine, er weiß ja nicht, dass wir ein Vampir sind, deswegen dürfen wir ja noch so tun, als ob wir, naja, gut wären. Wo soll ich einfach jetzt hier drum rumrennen oder Yippie-Ki-Yay, würde ich mal sagen. Hier rein? Ist hier richtig? Kommt mir irgendwie falsch vor. Es ist falsch. So, mach mal auf. Da ist zu. Dann gehen wir einfach hier lang. So, Servus. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Okay, ja, dann jetzt ja mal richtig zur Sache. Oh. Scheiße. Nee. Ich muss ja irgendwie meine Blutfähigkeiten benutzen. Dafür muss ich sie schocken und das geht am besten. Hiermit. Friss, Olla! Oh, mein Controller ist fast leer. Ich glaube, ich soll mich heilen. Dann, bam! Pam! 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 Schmeckt! Friss! Bam! Bam! Okay.
Irgendwie ist es auch nicht so geil. Ja. Der Schaden, ja. Also ich würde halt sagen, das hier ist doch wirklich dann die beste Möglichkeit, weil es so eine Balance zwischen den beiden Waffen ist, die ich gerade habe. Immer die Mülltonne durchsuchen, nie vergessen. So, jetzt können wir mal wieder hier zurück durch die Tür. Wo wir auch durch müssen. Hallo? Ladebildschirm. Vampyr. Mit einem komischen Y. Also entweder, ich würde oh fuck. Ich nenne das Spiel jetzt Vampyr. Die meisten werden es wahrscheinlich wie Englisch halt nennen, also Vampire. Aber ich sag trotzdem Vampyr. So, servus, ich bin hier. Wollte nur mal vorbeikommen, um die Lage hier so zu checken. Hier war seit Jahren wahrscheinlich keiner mehr. Sieht nämlich nicht im Entferntesten nicht so aus. Servus, ist hier irgendwas, was ich brauche? Hier vielleicht? Nein? Gut, dann verpiss ich mich. Tschüss, Ola. Ui, servus. Gibt's hier irgendwas? Oh ja, hier gibt's was. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate and will prove itself useful. Und gönn dir, Alter. Links, rechts. Gib ihm eine, nochmal drauf. Similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Okay. Das können wir uns gönnen. Gönnen wir. 9 doch, anscheinend ist hier irgendwas. Ja, This wow. key will surely grant me access to the basement. 8 zum Keller. Bam. Au. Hä? Ich hab dir doch gegeben, Junge. So, von hinten, Alter. Kann mich mal. So wie ich ihn links, rechts, Alter. Sonst Maul. Lol, hier war jemand. Egal, auch in den Keller, auch wenn wir gerade was Gruseliges gesehen haben. Ich meine, wen juckt's? These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Freeze, ja. Links, rechts und weg hier. Oh, der meint's ernst, Junge, der springt schon. Junge. Ich kann 2 Schläge machen am besten. Au. Junge, chill mal. So, was haben wir denn hier? Oh, hallo. 1, 2 und beißen. Lol, ich bin einfach da durchgegangen. Weil es mich nicht gejuckt hat. Pam und beiß. Links, rechts und weg hier. Der will mich doch nur wieder verarschen. Ja, sag mal, was soll das? Das habe ich dir jetzt nicht erlaubt.
Manche Leute wissen auch nicht, dass Maniere sind. Ganz ehrlich. Servus, ich bin's. Gibt's irgendwas? Peter, und wie geht's dir? Scheiße heute mal wieder, gell? Ja, ich It's weiß. locked. Ja, ich hab eine neue tolle Waffe zum Blutausau. Ui. So, hier rüber. So. Ja. It's locked. Okay, irgendeine Art kleine Messer. Das nicht so viel Ausdauer verschwendet. Okay, ich kapiere den Sinn hinter dem Messer. Ah. Oder. Hoho. Maul. Pam. Friss, Alter. These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Ja, ist es. Ah, genau, könnt ihr den Rest? Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Könnt ihr, was hier noch so drin ist. Und dann verbissen wir uns wieder. Tschüss. Ich glaube immer noch, selbst das Messer kann irgendwie den Flock nicht besiegen. Der Ausdauerschaden zum Beißen muss einfach da sein. Lol. Oh, hallo. Hallo there. Komm hier, komm. Und nochmal zubeißen, jawohl. Links, rechts. Bam, Junge. Nix kann mich aufhalten. Ich bin der Super Vampyr. Aufmache. Hallo, was soll denn das? Und Angriff auf. Zack. Und gönn dir. Ich glaube, ich werde Heilung lieber einsetzen. Zack. Schlägt. Ey, Bruder, jetzt wechselst du aufs Maul. Der hat mich ja fast gekillt. So, der hatte hier doch irgendwas, oder? Ja, wow, toll, eine Uhr. Wie fucking tastisch. Hier ist es wirklich dunkel, also ich hoffe, ihr werdet auf YouTube alles gut sehen. Denn ich habe keinen Bock, die Einstellungen, vom Licht her alles heller zu machen. Darauf habe ich gar keine Lust. Oh, ich mag diese Musik. Örtliche Untersuchung.
Ach, sind das nicht wunderbare Ladezeiten? Sieht gerade ein bisschen. Ah, es sah gerade ein bisschen so aus, als ob mein Spiel gefreezed wäre. Egal. Ach, ich beende die Folge am besten hier, bevor es noch zu lang wird. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Und ich sehe euch beim nächsten Mal. Tschüss.